Das ist Susi. Sie leidet an einer bislang unheilbaren Erkrankung der Augen. Durch den Defekt eines einzelnen Gens wird in ihren Augen ein Eiweiß fehlerhaft gebildet. Dadurch nimmt ihr Sehvermögen immer weiter ab. Ihr droht die Erblindung. Zum Glück wird bereits an einem Medikament geforscht, das Susi helfen könnte. Dabei handelt es sich um einen gentechnisch veränderten Organismus, kurz GVO. Dieser GVO ist ein modifiziertes Viruspartikel, das als Genfähre genutzt wird, um das funktionsfähige Gen auf Zellen in den Augen zu übertragen. So kann dort das korrekte Eiweiß gebildet werden. Wie bei allen in der Entwicklung befindlichen Arzneimitteln muss auch dieses GVO-haltige Arzneimittel in Zellkultur und in geeigneten Tiermodellen geprüft werden, bevor es am Menschen angewandt werden kann. Vor der Zulassung werden die Qualität und Herstellung sowie die Sicherheit und Wirksamkeit in klinischen Prüfungen geprüft und bewertet. Die Genehmigung der klinischen Prüfungen in Deutschland erteilt das Paul-Ehrlich-Institut. Handelt es sich um ein GVO-haltiges Prüfprodukt, wird das BVL für die Freisetzungsgenehmigung beteiligt. Das BVL prüft als zuständige Behörde die Einschätzung des Antragstellers, ob der GVO bei der klinischen Prüfung in die Umwelt gelangen kann und ob dadurch Risiken für andere Menschen, Tiere und die Umwelt entstehen. Im Rahmen dieser sogenannten Umweltrisikoprüfung legen das Paul-Ehrlich-Institut und das BVL auch gemeinsam fest, welche Tätigkeiten durch die Genehmigung der klinischen Prüfung nicht abgedeckt sind. Solche Tätigkeiten können zum Beispiel Untersuchungen an Blutproben sein, bei denen das gentechnisch veränderte Virus vermehrt wird. Nachdem das Paul-Ehrlich-Institut die klinische Prüfung genehmigt hat, informiert das BVL die im jeweiligen Bundesland nach dem GenTG zuständigen Behörden. Diese können dann gentechnische Arbeiten, die zu der klinischen Prüfung gehören, überwachen. Im Genehmigungsbescheid des Paul-Ehrlich-Instituts steht auch, welche geplanten Tätigkeiten von der Genehmigung ausgenommen sind. Die Landesbehörden entscheiden im Nachgang, bei welchen dieser Tätigkeiten es sich um gentechnische Arbeiten handelt. Diese Arbeiten müssen in einer gentechnischen Anlage durchgeführt und überwacht werden. Susi und andere Patientinnen und Patienten können nun an der klinischen Prüfung teilnehmen. Und wenn alles gut verläuft, wird ihr Sehvermögen wiederhergestellt oder zumindest verbessert. Wenn die klinischen Prüfungen erfolgreich verlaufen, wird das GVO-haltige Arzneimittel zugelassen und zur Behandlung von Patientinnen und Patienten im klinischen Alltag eingesetzt. Durch die Prüfung der Umweltrisikobewertung hat das BVL dabei sichergestellt, dass keine Schäden für die Umwelt entstehen.